Remapping Refugee Stories, der Podcast zum Forschungsprojekt an der Uni Wien. Hallo, hier sind Marion, Christina und Paula vom Projekt Remapping Refugee Stories. In diesem Projekt versammeln und bereiten wir Geschichten auf von Menschen, die von dem Nationalsozialismus geflohen sind. Kann Kunst Leben retten? Kann sie Menschen, die vor Verfolgung flüchten, die alles, was ihnen lieb war, zurücklassen mussten, ein Trost sein? Kann sie die Erfahrungen der Flucht vergessen machen oder zumindest deren Schrecken mindern? Oder neigen wir dazu, Kunst zu romantisieren, sie als Allheilmittel gegen alles Schlechte der Welt zu betrachten, als die bessere Hälfte unserer Existenz? Diese Fragen wollen wir in diesem Beitrag stellen. Wir wollen über geflüchtete Menschen und ihre Kunst sprechen und auch mit einem Experten, der sich mit diesem Thema ausgiebig befasst hat. Es ist 1935. Ein junger Mann verlässt Wien, wohin er mit seinem Vater und der früh verstorbenen Mutter aus Brody in der heutigen Ukraine kam. Sein Ziel ist Paris. Er hat gerade sein Jurastudium beendet, so wie sein Vater es gewünscht hat. Nach Paris treibt ihn seine Leidenschaft, die Musik. Zvi, so heißt der junge Mann, spielt leidenschaftlich Violine. Er wollte eigentlich ursprünglich in Wien Musik studieren, doch sein Vater drängte ihn zu einer Studienwahl, die ihm sehr viel sicherer erschien, ein solides Auskommen versprach und eine bürgerliche Existenz, nämlich Jura. Zvi folgte zunächst dem Wunsch seines Vaters, doch nachdem er mit dem Studium fertig war, beschloss er seiner Leidenschaft zu folgen und er machte sich auf nach Paris, um ein Musikstudium aufzunehmen. Hier könnt ihr Zvis Enkelin Shiri Spector hören. I try to imagine him, before the war, before the flight. I can imagine he was. I know he was a very curious person, but a lot of and curious about human beings and humanity. Yeah. He went to listen to Freud's lectures here in Vienna, was very fascinated by psychoanalysis and the ideas. But I think he was probably a lot about himself as well. Mm-hmm. Even the music. He went to Paris to take music lessons. Like in your story, he was made. His father said you need to have a proper profession, so he studied law, but left that to go and have violin lessons. Aus dem Ausland bekommt er besorgt mit, dass die Nationalsozialisten Menschen wie ihn und seinen Vater diskriminieren und terrorisieren. Auch der steigende Antisemitismus in Europa macht Zvi Angst. Im fernen Palästina wirkt die Chance zur Flucht, denn dort gründen sich gerade junge Orchester, die Musikerinnen und Musiker suchen. Auf diese Weise kann Zvi eines der begehrten Einwanderungszertifikate ergattern, das damals nur selten an Leute vergeben wurde. Er emigriert 1936 nach Palästina, heute Israel. Ein Jahr später schafft er es sogar, seine Ehefrau Franja nachzuholen. Auch seinen Vater, der in Zvis Geburtsland Österreich lebt, kann er 1938 nachholen. Gerade noch rechtzeitig, 2 Wochen nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland. Lass uns vielleicht einmal reinhören, wie Shiri uns bei einem Zoom-Call die Geschichte von ihrem Großvater erzählt. Habt ihr Lust, Marion, Christina? Ja. Sehr gern.
Der Ton ist leider nicht ganz perfekt, denn man hört Shiris Ehemann ab und zu durch ihre Wohnung in London laufen. Wir haben dieses Gespräch per Zoom geführt und dementsprechend ist die Qualität nicht die beste. Aber hier kommt Shiri. Yes, so it's his parents that moved, my great grandfather, and I know that his mom, my great grandmother, died very young, and so he was with his dad, he studied law in the university in Vienna, but he was always a musician, and music was his big kind of love. But his dad kind of said, music is not a profession. But when he finished law school, he decided to go and take music lessons in Paris. So he actually went to Paris to study, to learn more the violin. He was a violinist, and it's actually when they were in Paris. This is 1935, I think, and he was beginning to be worried about Europe and what's coming, and decided that he's going to try and come to Palestine. And he managed to get a white certificate to be allowed into Palestine because they had quotas for musicians. Okay. So it's the violin that kind of ended up saving them all, really. And it was very much the narrative. I mean, I heard him say that a few times. The violin saved our lives. This was his narrative. Eine wirklich beeindruckende Geschichte. Kann Kunst Flüchtenden also das Leben retten? Für Zvi Rottenberg und seine Familie trifft das auf jeden Fall zu. Denn nicht dank seines sicheren Jurastudiums, sondern wegen seiner Leidenschaft für das Violinspiel kann uns heute Zvis Enkelin Shiri das Schicksal ihres Großvaters berichten. Jemand, der hier sicherlich zustimmen würde, ist Hamed Aboud. Shiri und Hamed haben sich in Wien zu einem Austausch über Flucht und Kunst getroffen. Sie, die Enkelin eines Flüchtlings, er, der Flüchtling. Hameds Flucht begann Ende 2014 in Syrien. Auch er hat eine große Leidenschaft für Kunst, für das Schreiben. Und auch seine Familie hat ihm dazu geraten, ein Studium zum Elektroingenieur aufzunehmen. 2014 August, I decided to come to Europe illegally. Yes. Yeah. And how old were you? Can I ask? I'm not really sure. I think 23, 24 when I came to Austria. Yes. So something like that. And now I'm 35. So I have been here almost 10 years now. Yes. Yes. So that's the story in a nutshell. Yes, very young years and very important years, aren't they? To be, I mean, never a good time to be discouraged and dislocated, but yeah. It is what it is. Like we had to do it, and now it's a new life. Eine Gedichtzeile, in der er sich kritisch über das Regime äußerte, brachte ihn dann zu Hause in Bedrängnis. Hamed ließ sich schließlich von seinem Bruder zur Flucht überreden, die viel länger dauerte, als er es geplant hatte. Er hat auf dem Weg, der ihn über Ägypten, Dubai, die Türkei, Griechenland, letztlich nach Wien führte, geschrieben. Er erzählt, wie er die Texte auf seinem BlackBerry-Phone schrieb und sie sich an Facebook schickte, damit sie nicht verloren gehen, wie er sagt.
Did you write did you continue writing when you were moving, when you were in the refugee camp? Never stopped. Writing was for me the only way to process and understand what is happening. I was only writing poetry when I was in Syria, and after the escaping the country in Egypt, I experienced my first loss. In the sense, I lost my best friend who stayed in Syria and got killed by the government. And to handle that and to process that, I couldn't write poetry anymore, and I switched to stories. Right. And I handled it in a sarcastic way, in an ironic way, laughing at death. And I never stopped writing, even through the flight from Turkey to Austria. I kept writing on the way with a small BlackBerry. Always writing the text and sending them to my Facebook, like sending myself a message just to keep the texts saved. It's an anchor. It's a passion. It's a way to handle things, because if not, then you will have a certain perspective on life. You cannot change it. At least I am lucky to describe my status, to describe my life, to mediate an idea about it. Like, this is my life, this is where I come from, this is how I feel in this society. Nur zur Information, Hamid spricht normalerweise Deutsch, aber hier berichtet er Shiri, die in London lebt, von seiner Flucht. Auch er hat ein fast wunderbares Erlebnis dank seiner Kunst auf der Flucht gehabt. My brother in Dubai, he borrowed money from the bank so we can pay the smuggler. What is it, smuggler in English? Okay. So we could pay the smuggler. He borrowed from the bank. It was a credit, 3,000 euro. And 3,000 euro maybe here in Europe is not that big of deal. Maybe 1 month salary, 2 months salary. In Dubai, it's a big amount. It's a lot of money. So he borrowed it with the idea that we got somehow that we are gonna start our life in Europe immediately. So we're gonna earn money and we're gonna get him back. I had to stay in the camp, in the refugee camp, for 1 year. So at that time, my brother was getting anxious that he had to get back the credits, because he took it like under the assumption that we're gonna be able to get him back really fast. At that time, it was really like a gift from nowhere. An author, a poet, called me. I met him in Alexandria briefly. We had like a literature salon when he visited. So I met him like 2-3 times. And then he went back. He lives in Sweden. So after a couple of years, suddenly he calls me. I was in the refugee camp, and he said, I know you are in Austria. I'm going to nominate you for a scholarship. And I'm sure you're going to get it. Like, because there's a lot of Syrians. They supported each other to get scholarships, to get nominated, to get, like readings and stuff. So he called me, and it was like a blank favor. He said, I'm going to nominate you. I'm sure you're going to get it. And it was, I got it, the scholarship, and it was 3,000 euro. I really, like, it was one of also my bizarre stories I experienced. Es ist schon bemerkenswert, denn Hamids und Zvis Fluchtgeschichten trennen Jahrzehnte. Was sie aber verbindet, ist die Bedeutung, die ihre Kunst für sie hatte, als sie ihre Heimat verloren und ein Leben in der Fremde beginnen mussten. Wenn sie über ihren Großvater spricht, dann in der Überzeugung, dass die Musik für ihn eine Möglichkeit war, die Erfahrung des Heimatverlusts und die Sorge um seine Familie zu verarbeiten. Besonders toll finde ich, dass Zvi trotz seiner Erfahrung nie den Glauben an die Menschheit verloren hat und die Welt weiterhin positiv gestalten wollte.
Als er noch in Wien gelebt hat, hat er Vorlesungen von Sigmund Freud besucht und war im Herzen Musiktherapeut, auch wenn es den Beruf damals noch nicht gab. In Haifa, seiner späteren Heimatstadt, hat er dann ein Musikkonservatorium gegründet und bis ins hohe Alter hinein Kinder aus sozial schwächeren Familien Musikunterricht gegeben. I think the music teaching for him was about helping others, connecting to students, to children. Yeah. He kept in touch with that all his life. When he retired, when he was in his 80s, he moved to a small town and gave music lessons as a volunteer to children. So I think there's something, I mean, I really want to hear also how you feel you've changed, but there's something that becomes vulnerable or you connect to a vulnerability that you maybe, I think this is stories of many refugees trying to heal something internally and maybe externally as well. Aber könnte es nicht sein, dass wir die Kunst zu sehr romantisieren? Wird Kunst nicht irgendwie als ein Allheilmittel für alles Mögliche gesehen? Diese Frage haben wir einem Experten gestellt. Michael Pazer arbeitet als Soziologe an der Universität Wien und leitet gemeinsam mit Kolleginnen ein Projekt, das sich mit Kunst und Flucht beschäftigt. Hier kommt seine Einschätzung. Ich würde es mal so beantworten, dass ich nicht den Eindruck habe von den Geschichten, die erzählt wurden von den Betroffenen, dass da diese Romantisierung von Kunst als Mittel für so ziemlich alles herangetragen wird, sondern das ist sehr stark ein Diskurs, der von der Mehrheitsgesellschaft geführt wird, ist mein Eindruck, wo es eben darum geht, der Kunst ganz generell und im Fluchtkontext ganz besonders bestimmte Funktionen zugeschrieben werden. Da geht es eben zum einen um dieses Bild, um die Frage, wie können alternative Fluchtgeschichten vermittelt werden. Es geht aber auch um die Frage, inwiefern hier Vorurteile abgebaut werden können. Alleine, dass durch Veranstaltungen ganz unterschiedliche Leute zusammenkommen, aufeinandertreffen können, hier auch neue soziale Kontakte entstehen können, neue soziale Netzwerke entstehen können. Das ist alles gut und schön und kann ja auch passieren. Mein Eindruck ist, dass hier tendenziell das Potenzial der Kunst ein Stück weit überschätzt wird. Aber das sehe ich nicht als etwas, das von den Betroffenen selbst kommt, sondern ein Diskurs, der sehr stark von der Mehrheitsgesellschaft forciert wird. Gerade auch in Milieus der privilegierten Mittelschicht. Aus der soziologischen Perspektive sind es also eher nicht die geflohenen Menschen selbst, die unrealistische oder überhöhte Erwartungen an die Kunst haben. Aber wenn wir Hamed zuhören, dann entsteht schon der Eindruck, dass Kunst eine wichtige Rolle spielt. And without it, I think I would have not been able to survive that flexible. That I would struggle more like any of my best friends who don't write, for example. But it kind of gave me more different skins. Yes. Different layers of skins. I can pull one away, take one on, pull one, throw one away. It gives you this flexibility. Hamed sieht sich im Unterschied zu seinen Freunden, die ebenfalls eine Fluchterfahrung haben, als sehr privilegiert, weil dieses Schreiben es ihm ermöglicht, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und so die neuen und die vergangenen Erfahrungen aus unterschiedlicher Perspektive zu betrachten. Auf jeden Fall. Kunst kann ja auch dabei helfen, die Handlungsmacht über das eigene Leben wiederzugewinnen. Gerade diese Handlungsmacht haben ja viele Menschen, die zur Flucht gezwungen waren, zumindest temporär verloren. Doch interessanterweise kann sich mit der Flucht ja auch die Kunst selbst ändern. Like I said, the meanings of stuff, of writing, the inhalt and the way I used it was totally different from the kid who started writing poetry, and the whole thing was to impress boys and girls and to live his teenage years in the manner of look at me how I can yield the Arabic language. So that's the whole goal. Now in this last 10 years, like it's totally different. It was a mission, a goal. I am privileged to live and not
to stay in Syria and not to die. So I need to do something. Otherwise, literature falls into nonsense. Then literature falls into meaningless. Hamids Flucht hat seine Kunst verändert. Er hatte das Gefühl, dass es um mehr gehen muss als vorher. Also, dass sich die Kunst ändert durch die Fluchterfahrung und auch nach der Fluchterfahrung, das war etwas, das wir sehr oft beobachten konnten. In verschiedener Hinsicht. Zum einen gab es schon sehr viele, die dann aus unterschiedlichen Gründen die Flucht oder auch den Fluchtgrund und Krieg und eben auch diese Barbarei zum Thema gemacht haben in ihrer Kunst. Zum einen vielleicht, um tatsächlich bestimmte Erwartungshaltungen zu bedienen, aber nicht nur. Viele haben uns auch erzählt, dass es notwendig für sie ist, um das zu verarbeiten, also auch auf einer psychologischen Ebene eine Relevanz hat. Beziehungsweise haben auch viele erzählt, dass es ihnen darum geht, eben auch der Ankunftsgesellschaft oder den Angehörigen der Ankunftsgesellschaft etwas zu zeigen, was sich vielleicht in den medialen Diskursen nicht zeigt. Uns hat interessiert, ob damit eigentlich auch die Vorstellung verbunden ist, dass man etwas über die Flucht vermitteln kann, also Menschen irgendwie deutlicher machen kann, was die Erfahrung der Flucht bedeutet. Wir haben deshalb genau das Michael Pazer von der Universität Wien gefragt. Tatsächlich haben wir das weniger in diesem Projekt, aber ich beschäftige mich schon länger auch mit diesem Konnex zwischen Kunst, Musik und Migration, vor allem Fluchtmigration. Ich habe in einem schon etwas länger zurückliegenden Projekt mich beschäftigt mit Kulturschaffenden aus Syrien, die in Österreich dabei sind, wieder als KünstlerInnen Fuß zu fassen. Und da war das natürlich ein ganz großes Thema. Also zum einen von Seiten der KünstlerInnen selbst, die sehr wohl sehr stark auch, oder nicht alle, aber viele davon das Bestreben hatten, genau das zu machen, nämlich auch ein bestimmtes Bild von ihrer Flucht auch zu zeichnen und damit auch der sogenannten Mehrheitsgesellschaft auch etwas zu vermitteln, was in klassischen, vor allem medialen Diskursen eigentlich untergeht. Die Frage ist natürlich immer, ob das auch ankommt, beziehungsweise bei wem das ankommt. Genau damit sind wir wieder bei der Frage nach den RezipientInnen. Und da wäre für mich so ein Stück weit schon zu hinterfragen, letztendlich, wer sind denn die potenziellen KonsumentInnen, die dann auch zu diesen Konzerten von eben zum Beispiel syrischen MusikerInnen hingehen oder zu einer Vernissage von geflüchteten KünstlerInnen. Und da wäre meine Vermutung, dass es vor allem Menschen aus bildungsprivilegierten Milieus sind, die ohnehin schon sehr aufgeschlossen sind gegenüber oder auch sehr viel Wissen auch schon haben. Zugleich ist es letztendlich auch eine empirische Frage, die man sich anschauen muss. Was kann die Kunst auch im Hinblick auf, und das ist ja jetzt nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt irgendein bestimmtes Bild vermittelt. Ganz oft geht es ja auch damit einher, dass zumindest Stereotype in Frage gestellt werden oder auch alternative Sichtweisen, vielleicht sogar auch Utopien entwickelt werden. Wenn es also darum geht, dass Kunst die Einstellung von Menschen gegenüber Geflüchteten verändern kann, da ist Michael Pazer doch eher vorsichtig. Wir müssen im Grunde aufpassen, dass wir nicht die Möglichkeiten der Kunst als eine Art Akzeptanzbeschleuniger oder Integrationshilfe überschätzen. Da hast du recht, Paula. Aber wir dürfen sie auch nicht unterschätzen. Denn lässt man sich darauf ein, kann man Dinge in der Kunst sehen, die den gewohnten Horizont erweitern. Im weiteren Gespräch mit Michael sind wir aber noch auf einen weiteren Punkt gekommen, der mir interessant erscheint. Wann beginnt eigentlich Kunst? Und vielleicht ein Punkt noch als Nachtrag auch zu dieser Frage von, was kann die Kunst oder was macht die Kunst während der Flucht, welche Rolle spielt sie, inwiefern verändert sie auch das künstlerische Schaffen. Eine Sache, die wir noch gar nicht andiskutiert haben, was meinen denn wir, wenn wir von Kunst und von KünstlerInnen sprechen? Denn in unseren Studien haben wir sehr stark fokussiert auf
Leute, die eben tatsächlich professionell Kunst betreiben, die mitunter auch davon leben, die das als ihren Beruf sehen. Und gerade wenn es um Musik geht, und das ist, glaube ich, das augenscheinlichste Beispiel dafür, gibt es natürlich ganz viele Bereiche, die jetzt überhaupt nicht sich im professionellen Bereich abspielen. Also wo Laien singen oder auch auf einem Instrument spielen. Und ich glaube, ich möchte es nur gesagt haben, dass das natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, nicht nur auf diejenigen zu gucken, die jetzt eben das wirklich als Beruf ausüben und für die es natürlich nochmal eine ganz besondere Rolle spielt. Aber wenn wir danach fragen, was kann die Kunst während einer Flucht oder auch im Prozess des Ankommens machen, finde ich es wichtig, dass wir nicht aus dem Blick verlieren, dass es ganz viele gibt, noch viel mehr, die jetzt überhaupt nicht professionell Kunst betreiben, aber für die das trotzdem extrem wichtig ist. Wir haben im Gespräch mit Michael Pazer, aber auch aus unseren eigenen Geschichten, die wir in unserem Projekt versammeln, gelernt, dass wir eine vielleicht zu enge Vorstellung davon haben, was Kunst eigentlich ist und wo Kunst beginnt. Gerade die Kunst von Menschen, die sich vor ihrer Flucht nicht als professionelle KünstlerInnen verstanden haben, kann uns ja ein Hinweis dabei sein, dass kreative Betätigung ein Coping-Mechanismus sein kann. Also eine Möglichkeit, die Ereignisse, die Erlebnisse auf der Flucht irgendwie zu bewältigen oder etwas besser zu verstehen, besser verarbeiten zu können. Auch Tagebuchschreiben ist schließlich eine Kunst, nämlich eine ziemlich hohe, die Kunst, sich selbst zu erzählen. Wir werden zurückkehren, vielleicht nach Jahren des Exils und eines Flüchtlingslebens. Wir werden Reisepässe haben und blaue Augen, an die wir uns noch nicht gewöhnt haben, und verschiedene Arten des Lächelns und unterschiedliche ausländische Staatsangehörigkeiten. Und an der Schwelle zu unserem Land Syrien werden wir alles ablegen. Im Namen des Vaters, der uns ins Exil schickte, damit wir nicht sterben, im Namen der Mutter, die uns mit verwundeten Kehlen gebar. Wir werden zurückkehren, wie ein Kind, das die teuren Geschenke der Fremden fortwarf und stattdessen wieder mit dem Leben am Ufer eines Baches spielt. Kommen wir zu unserer Ausgangsfrage. Kann Kunst Leben retten? Marion, Christina, haben wir die Frage überhaupt richtig formuliert? Gute Frage. Was heißt das denn überhaupt? So existenziell wie bei Zwie, bei dem die Musik die Flucht überhaupt erst ermöglicht hat, sind ja die wenigsten Geschichten. Das stimmt. Aber was sie uns zeigen ist, dass Kunst helfen kann, mit dem Erlebten umzugehen. Dass sie helfen kann, den Verlust des Alten und das Ankommen in dem neuen Leben zu bewältigen.